Herzlich willkommen zu einem weiteren Chrono College Quickie. Bei mir erfährst du alles Wissenswerte rund um die Chronobiologie. Und wie der Name schon sagt, geht es hier kurz und knackig zur Sache. Heute Zeitumstellung. Warum uns die Sommerzeit schadet. Mein Name ist Michael Wieden. Meine Passion ist seit 2002 die wissenschaftlich basierte Chronobiologie und wie man deren gewaltiges Potenzial für unsere Gesellschaft und Wirtschaft nutzbar machen kann. Sommerzeit. Ja, sie steht uns wieder vor der Tür und die Diskussionen dazu schwappen jedes Jahr zweimal in den Medien hoch, um dann gleich wieder zu verschwinden. Eigentlich sollte laut EU-Richtlinie längst in jedem Land geklärt sein, ob dort dauerhafte Normalzeit, vulgo Winterzeit oder dauerhafte Sommerzeit gelten soll. Aber noch ist nichts passiert. Es besteht also noch eine Chance durch Aufklärung. Ich zeige euch heute ganz kurz und knackig und vor allem wissenschaftlich fundiert, warum die Sommerzeit und vor allem deren dauerhafte Einführung sich als langfristig schädlich für die meisten Menschen entwickeln kann. In den letzten Chrono-Quickies habe ich dir schon die Chronotypen vorgestellt und erläutert. Als Beispiel nehmen wir uns nun eine Schülerin mit dem Chronotyp Normaltyp heraus und nennen sie Eva. Normaltypen machen knapp 60% der deutschen Bevölkerung aus. Auf diesen Zeitstrahl legen wir nun das biologische, genetisch bedingte Normalzeitschlaffenster nach der inneren Uhr von Eva. Eva schläft also gegen 0 Uhr ein und wacht gegen 8 Uhr auf. Auch den Dilmo kennt ihr schon aus einem meiner Quickies. Er ist der Zeitpunkt, zu dem die Melatoninausschüttung über einen Schwellenwert tritt. Er läutet die Müdigkeitsphase bis zum Einschlafen mit einer Dauer von ca. 2 bis 2,5 Stunden ein. Eva wird also ab ca. 21:30 Uhr müde. Evas Schulbeginn liegt bei 8 Uhr morgens, also genau dem Zeitpunkt, zu dem sie natürlicherweise aufwachen würde. Da Eva auf dem Land wohnt, muss sie bereits um 6 Uhr geweckt werden, um pünktlich um 8 Uhr ihre Arbeit antreten zu können. Das bedeutet für sie zunächst ein Schlafdefizit von 2 Stunden. Um dieses einigermaßen auszugleichen, muss sie bis spätestens 22 Uhr eingeschlafen sein. Hier zeigt sich bereits das Problem. Eva wird, sofern sie nicht per se übernächtigt ist, Probleme haben, um 22 Uhr einzuschlafen, da noch nicht genügend Melatonin ausgeschüttet ist. Dieses Problem stellt sich generell allen Normaltypen und noch viel intensiver den Spättypen schon in der Normalzeit. Was passiert nun in der Sommerzeit? Die Zeitmessung wird um 1 Stunde vorgestellt. Das bedeutet, dass schlicht 1 Stunde übersprungen wird. Was am Vortag 8 Uhr war, ist dann 9 Uhr. Der inneren Uhr ist es jedoch egal, wie wir unsere Zeit messen. Sie tickt weiter nach ihrer genetischen Programmierung. Nach Zeitmessung in der Sommerzeit ist also Evas biologisches Schlaffenster nun zwischen 1 Uhr und 9 Uhr. Die Schul- und Arbeitsbeginnzeiten ändern sich nicht. Sie bleiben bestehen, somit auch der Schulbeginn von Eva. Das bedeutet jedoch, dass nun dieser Schulbeginn bereits 1 Stunde vor Ende des biologischen Schlaffensters liegt. Somit entsteht ein Schlafdefizit von nun nicht mehr 2 Stunden, sondern jetzt 3 Stunden. Und auch hier gilt, um dies einigermaßen auszugleichen, müsste Eva zwar immer noch um 22 Uhr einschlafen, was jedoch nun 3 Stunden vor Beginn des biologischen Schlaffensters stattfinden würde. Der Versuch von Eva um 22 Uhr einzuschlafen bedeutet nun zusätzlich bereits vor Beginn des natürlichen Melatoninanstiegs, also vor dem Dilmo, einschlafen zu wollen. Dies ist nur mit entsprechendem Schlafdruck oder schlaffördernden Medikamenten oder anderen Mitteln möglich. Hinzu kommt, und das ist das Paradoxon an der Sommerzeit, dass das Ziel der Sommerzeit ja darin besteht, länger wach bleiben zu können. Das bedeutet, dass der Versuch, das morgendliche Schlafdefizit auszugleichen, durch den Wunsch, länger aufbleiben zu wollen, schlichtweg konterkariert wird. Kurz gesagt gilt für Eva: entweder ausreichend Schlaf oder lange Sommerabende. Beides ist für sie ohne Hilfsmittel nicht möglich. Was macht aber das Schlafdefizit so schädlich? Schlaf dient der körperlichen und geistigen Regeneration. Hier siehst du ein durchschnittliches Schlafprofil eines gesunden Menschen. Die einzelnen Schlafphasen werden in Leichtschlafphase, mehrere Tiefschlafphasen und REM-Phase unterteilt. Mehrmals in der Nacht durchlaufen wir alle Phasen, jedoch mit sich verändernder Intensität.
Während zu Beginn lange und tiefe Tiefschlafphasen dominieren, reduzieren sich diese im Laufe des Schlafes zugunsten einer Ausweitung der REM-Schlafphasen. In den REM-Schlafphasen wird vor allem die Psyche regeneriert und wir verankern Gelerntes im Gedächtnis. Es ist über diese Grafik ersichtlich, dass dies also vor allem in der zweiten Schlafhälfte passiert. Wird Eva nun im Sommer um 6 Uhr durch den Wecker geweckt, kann sie nicht zu Ende schlafen. Dies bedeutet, der Schlaf kann seine regenerative Arbeit nicht weiter ausführen. Je früher also der Wecker klingelt, desto größer ist der Anteil an abgekappten REM-Schlaf. Jetzt wird deutlich, dass das starke Auswirkungen auf die Psyche sowie die Fähigkeit, sich Gelerntes zu merken hat. Selbst wenn der Körper physisch ausgeruht scheint, ist die Psyche noch in einem hohen Maße nicht regeneriert. Kurzfristig kann der Körper das ausgleichen, langfristig kann es jedoch neben körperlichen vor allem auch zu psychischen Problemen führen. Wichtig ist dabei zu berücksichtigen, dass wir zunehmend geistig und nicht mehr körperlich arbeiten und arbeiten werden. Die Schere an Erholungsbedarf und tatsächlicher Zeit, die dafür zur Verfügung gestellt wird, geht also weiter stark auseinander. Somit läuft der Vergleich nach dem Motto „Früher hat uns das auch nicht geschadet" ins Leere. Wer in Zukunft ausgeschlafene Kopfarbeiter und Arbeiterinnen haben will, muss sie ausschlafen lassen. Learning für heute: Die Sommerzeit schadet vor allem Normal- und Spättypen. Eine dauerhafte Einführung hätte Langzeitfolgen für die Gesundheit vieler Menschen und damit für die Volkswirtschaft im Ganzen. Wenn dich das Thema Chronobiologie interessiert und du mehr wissen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Hier erfährst du alles in kurzen und wissenschaftlich fundierten, aber einfach erklärten Quickies. Und wenn du nichts verpassen willst, dann aktiviere die Glocke. Du hast Fragen? Schreib diese in den Kommentar, ich antworte darauf oder erstelle ein Chrono College Quickie dazu, wenn es eine interessante Fragestellung ist, die noch nicht in einem Quickie verewigt wurde. Im Text unten findest du meine Website mit Infos zu mir und meiner Person sowie einen Link zu unserem Shop mit unseren Leistungen. Ich wünsche dir einen ausgeschlafenen Tag und bleibe rhythmisch.